Man muss heute mal sprechen über diese ganzen Comedians mit 2 N, auch Frauen. So nämlich. Es gibt ja Stand-Up-Comedy-Clubs seit ich weiß nicht wie lang. 15 Jahren, da ist immer geschielt worden nach Amerika. Und das ist irgendwo amerikanisch, das ist so viel besser. Ich war auch so einer. Ich bin immer noch so einer. Das ist viel witziger. Aber das Traurige ist, dass das versuchen jetzt hier in Deutschland, inklusive ihrer Humorlosigkeit, aber leider nachzumachen. Hey, Berlin, yo, Berlin, Skeo. Und alle, das haben sie gelernt, das Publikum, dass man dann macht, wenn oben einer sagt, was geht? Ein Applaus, komm, klatsch doch mal für euch, bitte. Einfach mal Spaß machen. Hey, na, wie geht's euch? Ich kann das gar nicht so ekelhaft wie diese Arschlöcher. Das ist so widerlich. Die heißt jetzt alle Comedy Club. Bei Kabarett ist das irgendwo politisch und ja, das ist sehr, das gibt in Österreich gibt es nur, das ist so unglaublich feinstes Kabarett. Seinerzeit waren wir sehr oft in den örtlichen Theatern und haben Kabarett genossen in seiner reinsten Form. Insgesamt ist eine peinliche Stimmung, es heißt aber auch Kleinkunst. Ja, du merkst es nicht, du bist oft in solche Veranstaltungen gewesen. Bei uns ist Comedy. Das ist Comedy, das sind Clubs und Leute, die ganz locker einfach mal weggehen. Die wirklich sagen, so, also heute haben wir mal lachen hier, aber ein bisschen nicht einen kleinen Club. Stand-up. Ich habe mal Stand-up angeschaut und da muss einer auf die Bühne kommen, der sagt, jo, wie geht's euch? Macht mal Lärm. Und das ist so traurig anzuschauen, weil du ihnen in jeder Zelle ihres Körpers, also du siehst ihnen an, dass sie weder ein lustiges Leben haben, noch eine lustige Ansicht, noch überhaupt irgendwas an ihnen betrachtenswert ist. Oh, schleicht dich! Und das blasen sie aber dann auf bis hin zu XXL. Da werden die deutschen Träume der Größe ausgelebt. Nur über Comedy. Was nur Spaß. Wirklich nur, dass wir zusammen einen großen Comedy zelebrieren. Das ist noch nicht mal, aber natürlich, da bist du frustriert, ne? Dass du nicht so große Halle. Im Ringsburg! Jawohl! Ich habe, so, meine Damen und Herren, jawohl! Hey, okay! Hey, Ringsburg! Ja, mach halt irgendwas. Bring die heute mal ein, gibt's so fix. So, Nummer. Ich verstehe doch, dass das Leute sind, die zu Hause die Freunde gesagt haben, das ist echt witzig. Da musst du mal wirklich mal, und dann sind sie bestärkt worden, leider. Glaube immer an dich, gib nie auf. Das darf man nicht alle sagen, finde ich. Und dann sind sie auf die Bühne gegangen und dann werden sie von einem verängstigten Publikum das ist so witzig. Auch noch bestärkt und machen sie immer weiter, gehen in größere Hallen. Früher habe ich mir das Ganze angeschaut, war ich völlig fertig. Jetzt schauen wir nur mal so ein paar Minuten an. Ich habe mir jetzt vor diesem Rawport ein paar Sekunden lang Stand-Up-Comedy angeschaut. Es ist so beschissen. Da geht's die erste Viertelstunde wirklich erstmal darum, wie es den Leuten geht. Wie geht's euch? Hey, mach mal Lärm, geht's euch gut? Hey, Berlin! Hey, na? Ich will Rock'n'Roll! Wollt ihr auch Rock'n'Roll? So, und dann reden sie mit dem Publikum, was irgendeiner vollkommen spießig bezeichnet hat als Crowdwork. Ich mach mal ein bisschen Crowdwork. Jetzt komme ich aus der Ecke Unterhaltung. Da klingelt natürlich bei Spaß bei mir die Glocke. Hey, na, und du da vorne, na, freust dich auch, dass du eine Freundin mitgenommen hast. Was hast du gar nicht mitgenommen, oder? Bocker, wer hast denn du? Martin, okay. Martin, ehrlich gesagt, Martin klingt für mich. Mein Gott. Na, ist wirklich, das Schlimme ist, du kannst dich weder Comedian noch Kabarettist noch irgend sowas nennen, weil es wirklich ganz furchtbare Grattlers hat. Du merkst es ja daran, das ist nicht so eine Community aus lustigen Leuten oder sowas, die melden sich auch nicht, die können auch nichts zusammen machen. Die rufen so, hey, na, wie geht's? Wenn sie dir irgendwo über den Weg laufen, notgedrungen, aber ansonsten hörst du nichts von denen. Du siehst das nur irgendwann wieder auf irgendwelchen Videos, wo sie ihre mäßig ereignisreichen Geschichten vortragen. Also, jetzt habe ich mich mal gefragt. Letzte Woche war ich unterwegs und ich meine, wir alle kennen das, wenn wir in die Bäckerei gehen. Ich weiß ja nicht, woran es liegt, ich einen Nepomuk. Ist das, was du machst, besser? Nein, ich kann doch gar nicht dazu. Ich möchte nichts zu tun haben. Ich mag allein schon diesen Zustand nicht mehr, dass Leute beschlossen haben, so, da gehen wir heute Abend irgendwo hin und lachen ein bisschen. Er ist auch keine andere Emotion zugelassen. Denn wenn der Deutsche lacht, dann lacht er. Dann darf er vielleicht kurz mal weinen, wenn ein schönes Lied ist. Jetzt spielen wir noch eine Ballade.
Aber dann muss wieder gelacht werden. Das nächste Problem, dass viele der Comedians eigentlich gern Sänger waren. Ich kann's heute. Ich bin einer von denen, die es tatsächlich können. Die anderen kennen es alle nicht, wollen aber ständig. Musikkabarettisten. Jeden Morgen hat du was gesagt. Gibt's auch in der Fernsehsendung, die muss ständig ein bisschen mitsingen mit den Künstlern. Muss ein Lied zu zweit singen. Und man so, wer halt Sänger, mach's halt gescheit. Die reißen es dann raus, weil sie irgendwas gefühlt haben und das ist so ihre Emotion und das kommt dann ins Stück rein. Wenn jemand ein Lied schlecht singt, dann nützt mir die Information auch nichts, dass das für seinen verstorbenen Großvater ist. Das ist sein Problem, aber da kennen doch die Leute nichts dafür. Unerträglich. Und das Schöne an dem Ganzen ist, je länger ich in diesem Beruf da tätig bin, desto größer wird der Hass auf die anderen, gleichzeitig aber auch meine Nachsichtigkeit. Weil ich mir denke, mein Gott, die können doch auch nichts machen. Die haben halt das, wo ich habe, wo habe ich so ein Bild erlebt, und gleichzeitig denke ich mir, die können weggefotzt. Soll ich der Opa eine Geschichte erzählen? Nein. Das taucht aber meistens nur dann auf, wenn ich große Hallen sehe, wo die drin sind. Und ich nicht. Das ist ein öffentlicher Aufruf. Meine Mutter hat gesagt, ich brauche mehr Fans. Wenn du auch mein Fan sein möchtest, komm zu meinem Auftritt und beweise es. Stand-up-Comedy ist bei uns in Deutschland was ganz, ganz Tragisches im Prinzip. Wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man es anschauen. Es erzeugt in dem Moment, in dem man es anschaut, eine ganz beklemmende Stimmung innen drin. Weil ganz viele Leute da sitzen und beschlossen haben, dass sie lachen jetzt. Und vorne hat einer beschlossen, ich habe ein paar witzige Geschichten. Die spielen alle Stand-up-Comedy. Sie spielen in den Club gehen und was Witziges anschauen. Der Moderator, hey, na, seid ihr gut drauf? Ja, ich habe astreine Künstler für euch. Ja, seid ihr gut drauf? Ja, oi. Das Publikum sind aber dann sofort wieder ruhig. Daran erkennt man, dass es überhaupt nicht echt war. Dann kommt der erste Künstler und hier ist er, Maike Schüttenhoff. Ja, hey, also ich bin Mike. Ja, also, okay, erstmal geht's euch gut. Ja, mega, hallo. Haha, freue mich hier zu sein. Ja, also, hey, ich will auch was erzählen. Und dann geht er in so ein erstes Bild rein. Und das Schlimme ist, dass sie jetzt alle die ganze Terminologie gelernt haben. Aus Amerika, dass die Crowdwork, dass man erstes Bild, das ist ein Heckler, das ist jemand, der stört im Publikum. Ja, da hat mich einer gehackelt. Und versuchen, das so ein bisschen zu verwissenschaftlichen, um darüber wegzutäuschen, dass es leider ganz eine unwitzige Veranstaltung ist. Eine Stufe nach dem Karneval. Deutscher Karneval ist das Unwitzigste, was man sich vorstellen kann. Da, wo man die Vereinsmeierei perfekt betreiben kann und gelacht haben wir auch auf 3, 1, 2, 3. Deutsche Lebensfreude maximal, was möglich ist. Wenn es verbunden ist mit einer minutengenauen Organisation, dann kann man auch mal lachen, wenn man genau weiß, es geht um 11 Uhr los. Und da ist es ganz locker im Comedy Club. Im Comedy Club ist einfach rein, so, hey, du hast den Kostner. Dagegen gibt es natürlich auch immer noch das bayerische Brettel. Grüße, gut. Jo, man versteht ja nicht wirklich, was sie sagen. Da darf dann irgendwie einer mit der Zither auch noch raufkommen. Am allerschlimmsten ist, wenn Humor produziert wird von Comedy-Formaten. Im deutschen Fernsehen hat es sämtliche Hoffnung verloren, wo sie dann ganz bemüht sich Sketche überlegt haben. Grüß Gott, ich möchte ein Bier bestellen. Aha, haben Sie einen Platz reserviert? Ja, muss ich den jetzt schon reservieren? Ganz furchtbar. Das ist eigentlich noch schlimmer als Schulspiel. Weil beim Schulspiel, da ist man früher hat man mitgemacht, weil irgendein Mädel drin war oder sich's angeschaut, weil irgendwelche Verwandtschaft drin war und hat das durchgestanden, diese beschissenen Hirtenspiele und so. Aber da kannst du nicht ernsthaft hingehen. Also wenn das Publikum so wie dann das nach 4 Minuten aufstehen und sagen, muss man schnell aufs Klo und nie wieder kommen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich während der Veranstaltung aufstehe, das ist unhöflich. Ich komme erst gar nicht. Ich komme nicht in die Wirtschaft Hagleitner nach Ederholz 17. Zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben. Ich bin wirklich der Einzige, der überhaupt geeignet ist, dass er zum Beispiel bei Firmen-Events spielt, der da in diesen miesen Laden eine Stimmung reinbringt. 1, 2, 3. Irre Stimmung. Robbie Williams live, seid ihr bereit? Ja, doch, nee. Ja, du machst ja mal, ja, guten Abend. Das kennen die anderen nicht. Die haben noch ihre Teile vorbereitet und dann möchten sie auch vortragen und dann reagieren die Leute nicht. War ich enttäuscht? Ja, natürlich nicht. Weil wenn du in der Firma reingehst, das ist wie wenn du unter einen Stein hochhebst und einen Termitenhaufen drunter. Ganz ausgeregt und wissen sie alle nicht. Natürlich kannst du dann nicht dein lustiges Teil, das du dir vorbereitet hast, schnell mal durchziehen. Das müssen Sie auch wissen, dass mit deiner künstlerischen Freiheit und ihrer schlechten Stimmung, die sie verbreiten, möglicherweise ein grausamer Abend rauskommt, aber nicht für mich. Zieh mich zu dir, denn du, Ludwig, hast die Kraft.
sondern für die Leute manchmal, aber meistens nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich komme in die Hölle, dann wäre das hier. Das ist der Grund, warum ich euch nicht zu Wort kommen habe lassen. Red halt du recht gescheit daher. Red nicht lang, klatschen. Jetzt spielen wir noch eine Ballade. Aber ich bin der Einzige, der das überhaupt bewältigen kann. Die anderen warnen, aber da gibt es immer zum Beispiel ihr Business-Komiker, das kannst du ja gleich mal vergessen. Ihr Business-Kabarettist hat er sich mit seinen Google-Anzeigen ganz nach vorn gebracht. Ich bin ein Business-Kabarettist. Was soll das sein? Ja, ich mache Witze übers Business. Wenn ein paar von euch mal ein paar Gedanken tanken möchten, ja, kann sie bei mir frisch Informationen kriegen, ja, gleich mal was. Manche sagen, das Glas ist halb voll, das Glas halb leer. Das fragst du mal. Wer von euch? Oh, das ist ganz beliebt immer. Das ist um Zuspruch vom Publikum zu bekommen, ist ein ganz alter Trick, dass man immer Reaktionen hervorruft, die ein Ja sind. Das ist so billig, dass überhaupt mitmachen. Probieren wir es mal kurz. Es ist ein deutsches Publikum, man muss es üben. Sonst sagt er hat keine Anweisung gegeben, erst wenn er sagt, klatschen dann. Also, probieren wir es mal kurz. Ja. Alle, die aus Berlin sind, klatscht mal. Ja, alle, die aus Köln sind, klatscht ihr mal. Alle, denen das scheißegal ist, klatscht auch mal. Ja. Und dann klatschen sie alle und dann atmen sie schon mal. Steht mal auf, setz euch mal hin. Das habe ich mit 4a gemacht. Nur mehr aufstehen und hinsetzen. Erst mit der linken anklatschen, jetzt mit der rechten. Comedy-Coverage-Shows, die dauern ja gerne mal 2 mal eine Dreiviertelstunde. Das ist wirklich zu lang. Es gibt keinen Grund für dich, dass du deine Geschichte in einer Stunde erzählt hast. Niemand will in die Pause gehen, außer natürlich der Typ, der Geld kriegt, weil du was kaufst in der Pause. Aber niemand ist sonst daran interessiert, dass du in die Pause gehst, was trinkst, sondern einen zweiten Teil anschaust. Der ist vielleicht auch ganz gut. Wir sind mal nicht im Theater, das ist ein einzelner Grattler, der sich irgendeinen Schmarrn überlegt hat. Geht das in Richtung politisches Kabarett? Geht es in Richtung bayerisches Gestanzel? Nein, das geht direkt ins Gesicht. Letztes Mal haben wir... Und das kann man auch in einer Stunde erledigen. Wollt ihr eine Zugabe? Meine Güte. Aber ich kann sie so gut verstehen, diese ganzen Stand-up-Comedy-Leute, weil die sind natürlich auch, wie ich, aufgewachsen mit YouTube und sehen dann immer, dass es in Amerika super witzige Comedians gibt in riesigen Hallen, wo alles ganz toll ist. Und dann kommen sie hier nach Wolfsbüttel zur kleinen Kasernenspelunke und dann machen wir auch immer Kabarett. Schafft ihr 2,5 Minuten lang? Wisst ihr überhaupt was? Dann sitzt unten also ein Publikum, mit dem du in echt eigentlich auch nicht zu tun haben willst. Danke für mein Interesse an dir. Danke, Gott. Nee, das haben so eigene Clubs gegründet, da kommen junge Leute hin, da kommen junge Paare hin, ganz spießig sitzen sie nebeneinander, schauen sich das an. Die sind natürlich genauso verloren. Mein Fazit ist, es besteht keine Hoffnung. Es ist ein bisschen so, es ist auch kein wirklich eigener Humor ernsthaft da. Es ist schon einer da, aber der wird sich nicht getraut, dass er in irgendeiner Form auf die Bühne gebracht wird. Hier ist so diese Referatskultur, habe ich was vorbereitet, habe was auswendig gelernt, bis das letzte Stück Witz draußen ist und dann wird es vorgetragen. Und dann soll ich glauben, dass er neulich bei der Tankstelle war. Ja, genau. Das glaubt ja kein Mensch. Niemand glaubt dir, dass du neulich bei der Tankstelle warst und da hast du auch was Witziges erlebt. Na, wirklich nicht. Heute schon mal wieder einige Scherze überlegt. Die ganzen Schmunzelten, mit denen ich die Leute mit so einem Schmunzeln und Kichern bringe. Es sind also unerhebliche Gedanken, die sie sich gemacht haben. Ich habe mich mal gefragt, ja. Besonders schlimm ist, wenn sie in Interviews eingeladen werden. Ja, also ich habe natürlich angefangen mit, noch schlimmer. Wie wenn es dann Pornostar interviewst, der einen Porno mit einem halbschlaffen Penis gemacht hat. Und dann hinterher, es war für mich natürlich auch am Anfang Erfahrung schwierig, ja, aber dann... Wenn ich reingehe, dann gebe ich 150%. Ich bringe mein gesamtes Herzblut rein. Es geht darum, die Situation zu erspüren. Ich selber bin ja kein Kabarettist und kein Comedian. Ich wüsste halt überhaupt nicht, was ich bin. Ich habe mich heute am Anfang einmal so genannt, weil die Veranstalter halt, die brauchen irgendwas, wo sie sich buchen können. Was bist du, wenn ich gesagt hätte, bing, bum, bum. Ja, das weiß ich nicht. Kabarettist, ja, das geht. Ich denke, dass auch der Witz dieses Programm ergänzen wird. Je nach Anforderung, Kabarettist, Comedian, oder wie heißen die immer vom Zettel nur ablesen? Poetry Slammer. Gedichte vom Zettelableser. Oh, Poetry Slammer. Ach ja. Es ist insofern ein eigenartiger Beruf, weil man auf die Bühne geht, um was ganz Seltsames zu machen. Das man aber zu Hause geübt hat. In meinem Tagesablauf kommen wirklich komische Sachen vor. Wer hier was Lustiges produzieren möchte, hat eigentlich schon verloren. Das wird da definitiv kaputt gemacht. Entweder vom Veranstalter. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hab die zuerst nicht kennt. Aber ehrlich gesagt, nicht schlecht.
Nicht schlecht. Jetzt können wir helfen. Da machen wir was gemeinsam. Dann spielen wir irgendwas miteinander. Kannst du Instrumente? Nein. Da ist kein Zusammenfighter oder was? Vom Publikum oder von den Produzenten. Das war mal so richtig witzig, das machen wir Humor. Das wird nix. Wir haben wieder super Comedians da. Die Comedians bitte alle mal aufstehen, damit wir sie kennen. Liebe Fernsehredakteure, gebt es auf. Selbst wenn es jemand anschaut, ihr kehrt, wenn es tot seid, im Grab noch mal erschossen für das, was ihr produziert habt. Zum Glück werde ich für so einen Scheißdreck nicht gefragt. Ich bin natürlich einerseits dann immer ein bisschen beleidigt, sondern so wurde ich eigentlich nicht gefragt. Aber dann hinterher, wenn ich dann sehe, mir um Gottes Willen zum Glück nicht. Ganz uninteressant ist immer, wenn sie mir für eine Theaterproduktion anfangen. Wir möchten gern eine Boulevardkomödie spielen. Da spielen wir so Abend. Da hat sich der Regisseur nämlich gedacht, dann wäre also genau die richtige Besetzung. Mir interessiert die Idee nicht, die du dir ausgedacht hast, sondern wo noch ein paar Leute brauchen. Gar wirklich nicht. Meine eigenen interessieren mich gerade noch, aber nicht ein Stück. Das müsst ihr den Einsatz hören und müsst sagen, boah, geil. Dann aber ansonsten für die paar Euro, die du dann locker machen kannst pro Abend. Ja, schon. Meine Güte. Ich bin so froh, dass meine Gage so hoch ist. Das ist geil. Der andere spielt 10-mal und ich spiele einmal. Ich hab's geschafft. Mehr ist nicht zum Holen. Ich stecke irgendwo mein Penis rein. Und die restlichen 9 Mal spiele ich selber für mich. Das ist schön. Ich glaube, es reicht. Es sind genug Inhalte, da ist ein bisschen was drin. Ein bisschen Sound ist auch dabei. Ciao. Ich kann leider noch nicht aufhören, weil ich noch keine Ausfahrt gefunden habe. Da ich irre stark bremsen muss. Ich möchte niemand hier gefährden. Verkehrssicherheit geht vor. Halt, das ist meine Spur. Jeder soll nicht das. Also, scheiß.